Darmstadt und Brescia haben sich gefunden, weil Darmstadt eine Stadt mit einer großen Kultur ist. Die Kultur ist die Seele unserer Stadt. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir uns mit der Kultur Italiens und den großen, großartigen Wurzeln, Traditionen, aber auch Gegenwartskulturen in Italien auseinandersetzen. Und so wurde dann im Jahr 1991 die Städtepartnerschaft zwischen Brescia und Darmstadt gegründet. Für uns war es die 10., für Brescia damals die 1. Als diese Pandemie im Jahr 2020 im März begann, war auch für uns in Darmstadt natürlich völlig erschütternd, zu sehen, welche Bilder aus Norditalien, aus der Lombardei über die Bildschirme flimmerten und was wir in den Zeitungen lesen konnten. Bergamo mit Tausenden von Toten und ganz in der Nähe eben unsere Partnerstadt Brescia. Und deswegen war es für uns völlig klar, dass wir so schnell und so gut es ging, Brescia helfen müssten. Also das Thema Hilfe anbieten, glaube ich, ist jetzt so Berufsthema bei der Feuerwehr. Und natürlich, wenn in einer Partnerstadt solche Dinge geschehen, das lässt ja niemanden kalt. Und ich glaube, da haben viele Leute überlegt, was könnte man da tun, wie könnte man helfen. Und von uns her war es eben das Thema, können wir bei dem Material, was dort wirklich unglaublich knapp war in der Zeit, können wir da helfen. Wir haben das Material eben auf Paletten verpackt und der eigentliche Transport ist dann über unser Amt für Vielfalt und internationale Beziehungen abgelaufen. Allora è stata consegnata direttamente uno stock di materiali che era stata consegnata direttamente alla struttura, quella che avevamo adiacente al pronto soccorso. Da lì avveniva la distribuzione al personale di soccorso delle varie postazioni. Avevano un grosso vantaggio che era un kit completo, quindi conteneva una tuta di soccorso, occhiali, mascherina, cappellino e guanti. Quindi è stato molto rapido consegnarle e davamo, ripeto, un kit completo. E principalmente è stato impiegato sui mezzi di soccorso nell'extraospedaliero. Ma ripeto, il vantaggio principale era che era un kit completo, una dotazione completa per ogni soccorritore. Uns war von Beginn an klar, da kommt nicht eine irgendwie geartete neue Krankheit auf uns zu, die wir irgendwie hinkriegen, sondern es war von Anfang an klar, das ist eine tödliche Bedrohung, der wir uns stellen müssen. Das heißt, wir konnten viel schneller unsere professionellen und ehrenamtlichen Strukturen darauf einstellen, was wir auch gemacht haben. Wir haben sehr schnell einen Krisenstab eingerichtet und die verschiedenen Maßnahmen koordiniert. Wir hatten damals ja täglich Krisenstabssitzungen und das betrifft ja eben nicht nur die Feuerwehr oder Katastrophenschutz, was da passiert ist. Ich glaube, alle Ebenen haben versucht und ich glaube erfolgreich versucht, den Zeitvorsprung, den wir hatten, für Maßnahmen zu nutzen. Und es hat ja eigentlich dann auch nicht lang gedauert, bis wir dann in den Lockdown gegangen sind und eben tatsächlich so einem Szenario, wie es in Brescia war, entkommen sind. In dieser Zeit, sehr schnell schon zu Beginn, hatten wir verschiedene Austausch- und Kommunikationsstrukturen, die wir genutzt haben. Der Austausch ganz persönlich mit Emilio Del Bono war wichtig, aber es gab Austausch zwischen den Krankenhäusern, also zwischen unserem Klinikum und den Kliniken in Brescia. Es gab Austausch zwischen den Katastrophenschutzeinheiten. Es gab Austausch
zwischen unserem Amt für Vielfalt und Internationales und dem entsprechenden Amt in Brescia. Und der Austausch ging dann eben auch runter bis hin zu den zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und das hat sehr gut funktioniert. Also wir wollten erstmal überhaupt Geld spenden. Wir haben die Situation in Italien verfolgt und die war so schlimm. Und deswegen haben wir im Vorstand gesagt, wir müssen was tun, wir möchten gerne was spenden. Und dann habe ich dazu gesagt, okay, warum spenden wir nicht für unsere Partnerstadt Brescia? Es ist unsere Partnerstadt. La situazione prima della pandemia, diciamo, era rosea. Poi dopo la pandemia sinceramente pensavamo che si risolvesse in poco tempo, mentre invece purtroppo è durata a lungo ed è stato un problema sia finanziario che psicologico. È stato un bel aiuto finanziario, ma poi anche morale, perché questo mi ha fatto capire che nel momento di bisogno c'è qualcuno che ti può aiutare. Che non ci si salva da soli, che ogni gesto che noi facciamo nei confronti degli altri ci ritorna e che se vogliamo costruire un mondo migliore dobbiamo sapere che la vita non è una corsa solitaria, ma è una corsa collettiva. Questo ci insegna la pandemia e ovviamente la guerra ci insegna ancora di più che la famiglia con la quale dobbiamo costruire questo nostro futuro è la famiglia europea. Wir haben uns natürlich sehr über den Goerdeler-Preis gefreut. Es ist für Städte und Stadtgesellschaften, für die Menschen, die sich da engagieren, natürlich immer wichtig, dass es auch wahrgenommen wird, was die Stadt, die Stadtgesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger machen, über die Stadtgrenzen hinaus. Und es gab schon auch einen gewissen Stolz innerhalb der Stadtgesellschaft. Ich glaube, dass dieses sich einander näher kommen von zwei Städten und zwei Stadtgesellschaften während der Pandemie, dass das für viele Menschen auch Momente des Trostes und der Hoffnung mit sich gebracht hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir in einer Zeit, in der wir von vielen Krisen geplagt sind, die Menschen auch in Verzweiflung bringen, dass man sehen kann, dass sich europäische Städte gemeinsam diesen Herausforderungen stellen und das bearbeiten und auch lösen und dann hoffentlich auch wieder zusammen feiern können.